Hey, ich bin's wieder, Chris, und willkommen zur 80. Folge unserer Serie Weg zum Twitch Affiliate. Ja, erstmal danke für dein Abo, FaceS, cool, dass du dabei bist. Ja, und wie könnt ihr jetzt die zweistufige Authentifizierung bei Twitch umgehen, wenn ihr zum Beispiel euer Handy verloren habt, was mir auch schon mal passiert ist, und somit halt wieder Zugang zu eurem geliebten Twitch-Account bekommen? Ja, zunächst mal ist die zweistufige Authentifizierung natürlich sehr wichtig, um euren Account gegen Hacker zu schützen. Also ich empfehle jedem, das zu aktivieren. Ja, wenn ihr jetzt euer Handy verloren habt, ist es natürlich erstmal ein bisschen doof, aber es gibt da jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten. Wir fangen mal mit der ersten an. Also wir sind jetzt hier im Anmeldebildschirm bei Twitch. Kennen die meisten von euch bestimmt. Gibt man Benutzernamen oder E-Mail-Adresse ein und sein Passwort. Und wenn ihr dann jetzt hier auf Anmelden geht und habt eben die zweistufige Authentifizierung aktiviert, dann müsst ihr jetzt hier diesen Sicherheitstoken von eurer Authentifizierungs-App, zum Beispiel Google Authenticator oder Authi, eingeben. Ja, wenn ihr natürlich euer Handy verloren habt, dann habt ihr die ja meistens nicht mehr. Mir ist das Ganze ja auch mal passiert. Und da könnt ihr jetzt einmal, die einfachste Möglichkeit wäre natürlich hier eine SMS anzufordern. Also falls ihr schon wieder ein neues Handy habt, mit der gleichen Telefonnummer, also mit eurer alten Telefonnummer von vorher, könnt ihr auch einfach eine SMS anfordern und dann schickt euch Twitch an eure Handynummer, die ihr eben bei Twitch angegeben habt, einen Code und somit könnt ihr euch dann auch wieder in eurem Account einloggen. Das geht natürlich am einfachsten und am schnellsten. Ja, falls ihr auf die Telefonnummer auch keinen Zugriff mehr habt, dann können wir jetzt hier den Twitch-Support kontaktieren. Gehen jetzt hier also auf diesen lilanen Text hier, Twitch-Support. Können das Ganze jetzt hier auch auf Deutsch stellen. Ja, dann könnt ihr euch natürlich einmal das hier durchlesen. Das könnte euch auch schon an manchen Stellen weiterhelfen. Ansonsten können wir dann jetzt hier ganz unten den Twitch-Support kontaktieren, also an Support wenden. Und geben jetzt hier eben einmal unseren Namen ein, einfach unseren normalen Vor- und Nachnamen. Dann unseren Twitch-Benutzernamen, den wir auch bei der Anmeldung zum Beispiel angeben und unter dem man uns auch ja im Twitch-Chat sieht, wenn wir in einem Livestream sind. Und dann die mit dem Twitch-Konto verbundene E-Mail-Adresse. Also die E-Mail-Adresse, mit der ihr euch bei eurem Twitch-Konto angemeldet habt. Die gebt ihr dann hier ein. So, jetzt ganz wichtig, gebt ihr hier die Kategorie ein. Also es ist jetzt bei uns Konto- und Anmeldeprobleme. Dann die Unterkategorie, das ist jetzt die Anmeldung. Dann die Detailkategorie. Wäre jetzt, also ihr könnt hier einmal, zum Beispiel wenn ihr euer Passwort vergessen habt, aber da gibt es auch leichtere Möglichkeiten, das zurückzusetzen. Oder halt hier, wenn euer Konto gehackt wurde zum Beispiel, dann könntet ihr hier auch den Support dazu kontaktieren, dass sie euch da helfen. Weil wenn es gehackt wurde, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Da könnt ihr euch ja auch weiterhelfen, da könnt ihr das auswählen. Oder eben bei unserem Fall wählen wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die zweistufige Authentifizierung aus, weil das ja unser Problem ist. Ja, dann kriegen wir jetzt hier nochmal den Hilfeartikel von eben direkt von Twitch, damit wir uns erstmal selbst helfen können. Aber wie gesagt, falls ihr da selber nicht weiterkommt, dann gebt ihr jetzt hier den Betreff ein. Zum Beispiel könnten wir jetzt eingeben 2FA, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Handy verloren. Dann weiß der Twitch-Support erstmal, was bei uns los ist. Und bei der Beschreibung könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, ja, hallo liebes Twitch-Team oder lieber Twitch-Support, ich habe mein Handy verloren und somit auch die Codes für meine zweistufige Authentifizierung. Also ihr könnt ja nicht mehr auf eure Authentifizierungs-App zugreifen und dass ihr da halt gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdet. So in der Art. Und falls sie dann noch weitere Informationen von euch wollen, werden die euch dann per E-Mail eben dann kontaktieren. Weil es geht jetzt einfach darum, dass der Twitch-Support euch dann da eben hilft, dass sie eben jetzt anhand von anderen Daten rauskriegen, dass euch das Konto auch wirklich gehört, weil sonst könnte ja jeder kommen und einfach hier Zugriff auf euer Konto anfordern. Aber da ihr ja der Inhaber von dem Konto seid, wisst ihr halt auch bestimmte Informationen und das wird euch Twitch dann halt fragen. Und hier wird es auch schon mal einiges gefragt. Ja, hier könnt ihr jetzt noch eine andere E-Mail-Adresse angeben, falls ihr die Antwort vom Twitch-Support auf eine andere E-Mail-Adresse als auf die von ganz oben hier, die wir hier angegeben haben, bekommen wollt. Ja, in meinem Fall wäre es
auch okay, wenn die Antwort dann auf meine E-Mail-Adresse von meinem Twitch-Account gehen würde. Falls ihr aber das zum Beispiel auf eine andere E-Mail-Adresse haben wollt, könnt ihr die wie gesagt hier angeben. Hier müsst ihr dann euer Geburtsdatum angeben. Das ist dann das Geburtsdatum, was ihr auch in eurem Twitch-Account angegeben habt. Das muss ich natürlich decken, damit Twitch das verifizieren kann, dass wirklich ihr das seid und euch dann auch wieder in euren Account reinlassen kann. Ja, dann könnt ihr hier noch, damit Sie noch besser Bescheid wissen, dass es auch wirklich euer Account ist, eben die letzten 4 Zahlen eurer Telefonnummer angeben, die ihr eben für eure 2-Faktor-Authentifizierung genutzt habt. Und dann hier noch eure IP-Adresse, ist meistens schon vorausgefüllt. Könnt aber auch, wenn ihr es noch nicht habt, hier auf diesen Link gehen. Hier findest du sie, dann erklären sie euch das, wie ihr die findet. Ja, dann hier noch Rechnungs- und Zahlungsnummer. Müsst ihr nicht angeben, aber das hilft Ihnen natürlich noch leichter herauszufinden, dass ihr auch wirklich der Kontoinhaber seid, um euch dann das Konto wiederzugeben. Zum Beispiel, wenn ihr bei Twitch mal was gekauft habt, zum Beispiel, wenn ihr bei einem Streamer gesubbt habt, dann habt ihr ja meistens von Twitch eine Rechnung bekommen als E-Mail. Und da wäre es gut, wenn ihr jetzt in eurem E-Mail-Postfach diese E-Mail raussucht und dann müsstet ihr irgendwo in dieser E-Mail eine Rechnungs- oder Zahlungsnummer finden und diese könnt ihr dann eben hier auch eintragen. Somit weiß Twitch dann schon mal ziemlich sicher, dass ihr auch der Kontoinhaber seid. Deswegen, wenn ihr das habt, sucht das auf jeden Fall, das wäre noch besser, dann kriegt ihr noch wahrscheinlicher euren Account wieder und könnt euch wieder einloggen, was natürlich unser Ziel ist. So, ich trage hier mal irgendwas ein, okay. Und jetzt als letztes haben wir noch die Plattform, das Betriebssystem, auf dem das Problem auftritt. Da geht es einfach nur darum, ja, wo ihr euch gerade nicht einloggen könnt. Wenn ihr es gerade auf eurem Handy probiert habt und es geht nicht, dann gebt ihr hier natürlich euer Handy an, zum Beispiel mobil, Android oder eben iOS, wenn ihr ein Apple iPhone habt. Oder eben jetzt in meinem Fall gerade wäre es dann zum Beispiel ja, Desktop-App zum Beispiel, wenn ihr die Desktop-App von Twitch habt. Oder halt eben die ganz normale Twitch-Website auf Chrome, da wo ich auch gerade drin bin, da würde man halt hier die Website auswählen über den Chrome-Browser. Wenn ihr Firefox oder Internet Explorer habt, müsst ihr halt das auswählen. Wählt da halt einfach das aus, wo ihr gerade nicht mehr euch einloggen könnt in euren Twitch-Account. Ja, dann könnt ihr hier noch Anhänge hochladen, falls ihr noch irgendwelche Bilder habt oder so, die zum Beispiel beweisen, dass ihr der Kontoinhaber seid, könntet ihr das hier noch als Bild hochladen. Und dann müsst ihr zum Schluss nur noch hier bestätigen, dass ihr kein Roboter seid. Also hier einmal reinklicken, den Haken setzen und dann könnt ihr das Ganze an Twitch absenden, an den Twitch-Support. Und dann werden die sich nach einer Zeit bei euch per E-Mail melden und euch da hoffentlich weiterhelfen. Aber höchstwahrscheinlich. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass ihr auf jeden Fall bald wieder euren Zugang bekommt zu eurem geliebten Twitch-Account und dass ich das jetzt ein bisschen helfen konnte, vielleicht das Video. Ja, ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so eine Situation schon mal hattet und ob ihr dazu noch irgendwelche, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder vielleicht habt ihr dazu noch irgendwelche Tipps, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, dann auch gerne rein damit in die Kommentare. Können wir uns auf jeden Fall gerne noch austauschen, ein bisschen gegenseitig weiterhelfen. Und ja, ansonsten checkt auch gerne meine Weg zum Twitch Affiliate Playlist wie immer aus, findet ihr oben beim i und auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Tutorials, Tipps und Tricks zu Twitch, Stream Elements, OBS, alles was ihr zum Livestream braucht und alles was mir geholfen hat, Twitch Affiliate zu werden. Und ansonsten könnt ihr euch auch gerne noch meine 3 Online-Kurs-Booster angucken, wenn ihr schon öfter mal Online-Kurse gekauft habt, aber damit noch nicht so die guten Erfolge erzielen konntet. Da zeige ich euch meine 3 besten Tipps, die mir geholfen haben, bessere Ergebnisse mit Online-Kursen zu erzielen. Findet ihr auch beim i und in der Videobeschreibung. Ja, also dann soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht schon im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Chris.